Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute häkeln wir mit euch so ein wunderschönes Muster. Damit kann man bestimmt auch sehr schöne Kinderstirnbänder häkeln. Also ich wünsche euch viel Spaß und wir starten mit dem Häkeln. Ich schlage 7 Luftmaschen an. In die zweite Luftmasche stiche ich ein und hole mir eine Schlinge. In die nächste Masche einstechen, Faden holen. In die nächste Masche einstechen, ich habe jetzt 7 Schlingen. Jetzt häkle ich die erste Schlinge durch. Dann häkle ich die nächsten 2 Schlingen durch. Und dann die nächsten 2. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Immer 2 Schlingen zusammen. Jetzt ziehe ich diese Schlinge etwas länger. Jetzt häkeln wir Büschelmaschen mit 6 Umschlägen. Ersten Umschlag hier vorne einstechen. Wir sehen hier dieses Fädchen davor einstechen. Faden holen, lang ziehen. Ersten Umschlag, zweiten Umschlag, einstechen in dieselbe Stelle, Faden holen, lang ziehen. Dritten Umschlag, einstechen, Faden holen, lang ziehen. Vierten, fünften, sechsten. So, jetzt haben wir hier diese beiden Schlingen, die erste und die zweite. Hier zwischen oben stiche ich ein und hole mir den Faden und ziehe eine Schlinge dadurch. Jetzt stiche ich hier ein, hole den Faden, ziehe einmal dadurch. Jetzt hier oben zwischen diesen beiden Schlingen jetzt hier in die Schlinge. Dann hier oben, dann hier in die Schlinge. Also wir häkeln insgesamt dann 8 Maschen. Hier oben und dann hier in diese Schlinge. So, dann stiche ich hier ein und häkle noch eine Büschelmasche. Umschlag mit 6 Umschlägen. Einstechen, Faden holen, lang ziehen. Zweiten Umschlag, dritten Umschlag, vierten, fünften, sechsten.
So, jetzt haben wir hier die Büschelmasche. Jetzt hole mir den Faden und ziehe den Faden durch, bis ich ungefähr in der Mitte von der Büschelmasche ankomme. Das sind dann 6 Maschen oder Schlingen. Jetzt hole ich den Faden einmal durch. Jetzt noch eine Luftmasche. Jetzt ziehe ich mir den Faden durch die restlichen Schlingen durch. So, jetzt hole ich mir den Faden, ziehe durch die erste Schlinge durch und dann durch die zweite. Und dann jeweils 2 Schlingen durch, 2 Schlingen durch, 2 Schlingen durch und dann wieder 2, 2 und nochmal 2. Jetzt hole ich mir den Faden und ziehe den Faden wieder durch, bis ich an der Mitte ankomme. So, einmal eine Luftmasche, die zweite Luftmasche. Jetzt ziehe ich den Faden komplett durch. Eine Luftmasche. Ziehe den Faden etwas lang und das Ganze wiederholen wir. Jetzt häkeln wir wieder die Büschelmasche mit 6 Umschlägen. Den ersten Umschlag, hier in die Mitte steche ich jetzt ein. Zweiten Umschlag, dritten, vierten, fünften, sechsten. Jetzt häkeln wir hier in die Mitte, holen wir uns 8 Schlingen. Also hier einstechen, Faden holen. Jetzt in diesem Zwischenraum nicht mehr, weil da haben wir die Maschen zugenommen. Zweite Schlinge, dritte, die vierte, 5, 6, 7, 8. Jetzt hier zwischen einstechen, Büschelmasche mit 6 Umschlägen. Ersten Umschlag, zweiten, dritten, vierten, fünften und den 6. Umschlag. So, jetzt mache ich wieder Folgendes. Hier mittig hole ich mir den Faden, hole einmal komplett durch. Das sind ungefähr 6 Schlingen. So, dann einmal eine Luftmasche, die zweite Luftmasche. Jetzt hole ich mir den Faden komplett durch. Eine Luftmasche. Jetzt ziehe ich mir den Faden durch die erste Schlinge durch. Dann die nächsten 2 Schlingen durch, die nächsten 2 durch und so weiter. Jetzt eine Luftmasche, dann ziehe ich alle durch die erste Hälfte durch, eine Luftmasche und die zweite Luftmasche. Dann ziehe ich durch die nächsten alle durch,
eine Luftmasche. Und das Ganze wiederholen wir. Also Faden, die Masche, die Schlinge etwas lang ziehen, ersten Umschlag, zweiten, dritten, vierten, fünften Umschlag und den sechsten Umschlag. So, jetzt hole ich hier die Schlingen, 8 Schlingen. Jetzt häkle ich hier wieder die Büschelmaschen. Ersten Umschlag, zweiten Umschlag, dritten Umschlag, vierten Umschlag, fünften und sechsten Umschlag. Jetzt hole ich mir den Faden durch die ersten Schlingen durch. Eine Luftmasche, zweite Luftmasche, durch die nächsten Schlingen durch. Jetzt die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 und so weiter. Jeweils immer 2 Schlingen durch. In der Mitte 2 Luftmaschen, durch die letzten Schlingen durch, eine Luftmasche. So schaut es aus und so häkeln wir noch weitere Reihen. Wir häkeln dann noch 2 weitere Reihen auf die gleiche Weise. Wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen mit diesen Schlingen. So, die Büschelmasche habe ich genauso aufgenommen wie bis jetzt. Jetzt mache ich Folgendes. Hier nehme ich bei 2 Schlingen auf und ziehe eine Schlinge durch 2 durchstechen, eine Schlinge durchziehen. Jetzt habe ich hier in der Mitte 4 Schlingen auf der Häkelnadel. Und hier genau das gleiche. Ersten, zweiten Umschlag, dritten, vierten, fünften, sechsten. Durchstechen, 2 Luftmaschen. Durchstechen, eine Luftmasche, sofort durch 2 Schlingen durch. Dann durch die nächsten 2, durch die nächsten 2 und durch die nächsten 2. Bis zur Mitte 2 Luftmaschen durch eine Luftmasche. So, die Büschelmasche habe ich aufgenommen. In der Mitte durch 2 Schlingen durch, eine Schlinge, einstechen, zweite Schlingen. Also wir haben 2 Schlingen. Hier genau das gleiche. Zwei Luftmaschen durch alle Schlingen durch, eine Luftmasche sofort durch 2 Schlingen durch, dann durch die nächsten 2 durch,
2 Luftmaschen und die letzte Luftmasche. So schaut das aus. Jetzt stiche ich hier ein und häkle die Büschelmasche. Ersten Umschlag, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten. Jetzt wende ich das Ganze. Jetzt stiche ich hier ein, hier, wo die anderen Büschelmaschen sind. Hier stiche ich ein. Umschlag, einstichen, Faden holen, zweiten Umschlag, dritten, vierten, fünften und den sechsten Umschlag. Jetzt machen wir genauso wie mit den allen anderen Büschelmaschen. Faden holen, durch die Hälfte durchstechen, 2 Luftmaschen. Durch die zweite Hälfte durch, eine Luftmasche. Jetzt durch die nächsten Schlingen durch, 2 Luftmaschen. Jetzt durch die restlichen Schlingen durch, eine Luftmasche. So schaut das Ganze aus. So, jetzt stiche ich hier ein und häkle wieder die Büschelmasche. So, jetzt gehe ich hier hinten so, also hier hinten gehe ich jetzt zwischen den Büschelmaschen und hole mir also hier stiche ich einmal ein, hole eine Masche. Und dann stiche ich nochmal zwischen ein und hole noch eine Masche. Also 2 Maschen haben wir dazwischen. Und jetzt nehme ich hier die zweite Büschelmasche auf. Hier. Das ist die von der Seite die Büschelmasche. Also hier genau gleich. Jetzt gehen wir auf die gleiche Weise durch die Hälfte durchziehen, 2 Luftmaschen. Durch die zweite Hälfte durchziehen, so durch die ersten 2 Schlingen durch die zweiten 2 Schlingen durch. Jetzt die zweite Büschelmasche, 2 Luftmaschen, und durchziehen, eine Luftmasche. So, und das Ganze wiederholen wir wieder die Büschelmasche am Anfang.
So, dann nehmen wir hier, wir haben hier im Zwischenraum 2 Maschen. Jetzt nehmen wir hier noch 2 zusätzliche Maschen auf. Also hier oben stiche ich ein, häkle die erste Masche, dann hier unten die zweite, zwischen die dritte und dann nochmal die vierte Masche. Und dann wiederholen wir das mit der Büschelmasche hier zwischen. So, und die Büschelmasche fertig, dann durch die ersten 2 Stellen durch, die zweiten 2, dritten 2 und die nächsten 2. Jetzt häkeln wir wieder die Büschelmasche. Die Büschelmasche habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt nehmen wir hier weitere 4 Maschen auf. Also hier oben einstechen, die erste Masche, hier einstechen, die zweite Masche, oben die dritte Masche, hier unten die vierte Masche, also insgesamt 8 Maschen. Und die Büschelmasche wiederholen. So, und das Ganze wiederholen wir und häkeln dann, wie hier unten auch, und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Elemente. Also ich habe jetzt weitere Elemente gehäkelt, so schaut es bei mir aus. So, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Häkeln, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt eure Wünsche, eure Kommentare oder einfach eure Fragen stellen, würde mich sehr freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.